Budapest, eine Stadt, die beeindruckt, überrascht und für immer in Erinnerung bleibt. Schon nach den ersten Stunden hatten wir das Gefühl, dass es hier an jeder Ecke etwas Neues zu entdecken gibt. Beeindruckende Architektur, eine bewegte Geschichte und unzählige Sehenswürdigkeiten machen Budapest zu einer Stadt, in die man einfach immer wieder zurückkehren möchte. Unser erster Stopp war die St. Stephans Basilika, die größte Kirche Budapests. Der Eintritt in die Basilika kostet etwa 12 Euro. Wer zusätzlich die Schatzkammer und die Aussichtsplattform besuchen möchte, zahlt rund 25 Euro. Schon beim Betreten der Basilika war ich völlig sprachlos. Ich hatte das Gefühl, dieselben Details immer wieder zu filmen, weil ich gar nicht wusste, wohin ich zuerst schauen sollte. Mich fasziniert es jedes Mal auf Neue, dass Menschen vor über 100 Jahren ein solches Bauwerk erschaffen haben. Der Bau der Basilika dauerte mehr als 50 Jahre. Und wenn man die unzähligen Verzierungen und die beeindruckende Kuppel sieht, versteht man sofort, warum. Auf dem Weg zur Aussichtsplattform gelangt man zuerst durch die Schatzkammer. Dort werden historische, liturgische Gewänder, kunstvolle Kelche und viele weitere Kirchenschätze aus mehreren Jahrhunderten ausgestellt. Besonders die filigranen Details haben mich wirklich beeindruckt. Danach geht es weiter nach oben. Wer Höhenangst hat, sollte wissen, dass auf dem Weg einige enge Treppen auf einen warten. Ich musste mich ehrlich gesagt ein bisschen überwinden, aber oben angekommen wird man dafür mit einem wunderschönen 360-Grad-Blick über Budapest belohnt. Von hier oben erkennt man besonders gut, wie die Donau die Stadt in die beiden Stadtteile Buda und Pest teilt. Nach so einem Besuch hatten wir natürlich Hunger und sind Richtung Liszt Ferenc Platz gelaufen. Der Platz ist nach dem berühmten ungarischen Komponisten Franz Liszt benannt und gehört heute zu den beliebtesten Orten, um gemütlich essen zu gehen oder den Abend ausklingen zu lassen. Natürlich musste etwas Traditionelles auf den Tisch, also haben wir ungarisches Gulasch bestellt. Es hat uns richtig gut geschmeckt und besonders die unglaublich freundliche Bedienung ist uns in Erinnerung geblieben. Nach dem Essen sind wir einfach ohne großes Ziel durch die Stadt spaziert. Was mich dabei besonders überrascht hat, war, wie grün Budapest ist. Selbst mitten im Zentrum stehen überall große Bäume, die angenehmen Schatten spenden. Überall hört man Vögel zwitschern und manchmal vergisst man fast, dass man sich in einer Millionenstadt befindet. Unser Weg führte uns weiter zum Platz mit dem Riesenrad. Eigentlich hatten wir kurz überlegt, mitzufahren, aber die Preise waren uns etwas zu hoch und das Wetter wurde leider immer schlechter. Zwischendurch haben wir übrigens noch einen kleinen Abstecher nach Wien gemacht und dort eine Nacht verbracht. Falls ihr Budapest besucht, kann ich das wirklich empfehlen. Die Zugverbindung zwischen den beiden Hauptstädten ist unkompliziert und schnell. Falls euch das interessiert, schaut gerne auch bei meinem Wien-Video vorbei. Zurück in Budapest stand dann endlich ein Programmpunkt auf dem Plan, auf den ich mich schon lange gefreut hatte. Eine Bootsfahrt auf der Donau. Die Donau ist nach der Wolga der zweitlängste
Fluss Europas und prägt das Stadtbild von Budapest wie kaum etwas anderes. Da wir noch etwas Zeit hatten, haben wir uns vorher die berühmte Széchenyi-Kettenbrücke angeschaut. Sie war die erste feste Brücke, die Buda und Pest dauerhaft miteinander verbunden hat und gilt bis heute als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Seid lieber etwas früher am Boot. Die schönsten Plätze sind ziemlich schnell vergeben. An Bord gibt es Toiletten und auch die Möglichkeit, Getränke zu kaufen. Und ich muss wirklich sagen, eine Bootsfahrt gehört für mich einfach zu jedem Budapest-Besuch dazu. Während der Fahrt sieht man das beeindruckende Parlamentsgebäude. Es gehört zu den größten Parlamentsgebäuden der Welt und besitzt unglaubliche 691 Räume. Mit seiner neogotischen Architektur zählt es für viele zu den schönsten Gebäuden Europas. Auf der gegenüberliegenden Seite erkennt man bereits die Fischereibastei und den Burgpalast. Genau dort sollte uns unser Weg am nächsten Tag noch hinführen. Etwas weiter oben links auf dem Gellértberg sieht man außerdem die Zitadelle und die Freiheitsstatue. Wir haben sie dieses Mal zwar ausgelassen, aber auch dieser Aussichtspunkt soll einen fantastischen Blick über Budapest bieten. Nach der Bootsfahrt sind wir wieder essen gegangen. Unsere Gastgeberin hat uns das Restaurant Korhely empfohlen. Es ist zwar etwas gehobener, aber das Essen war hervorragend, die Bedienung ausgesprochen freundlich und sowohl der Innenhof als auch das Restaurant selbst hatten eine richtig schöne Atmosphäre. Am Abend wartete dann ein ganz besonderes Erlebnis auf uns. Mein erster Opernbesuch. Allein das Opernhaus ist schon ein echtes Kunstwerk. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts eröffnet und zählt zu den schönsten Opernhäusern Europas. Obwohl ich eigentlich kein großer Opernfan bin, war das Konzert etwas ganz Besonderes und ich habe den Abend wirklich sehr genossen. Manchmal lohnt es sich einfach, Dinge auszuprobieren, die man sonst vielleicht nie machen würde. Da wir danach immer noch voller Energie waren, sind wir auf die Buda-Seite gefahren und haben den Burgpalast besucht. Der Burgpalast gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe und war über viele Jahrhunderte die Residenz der ungarischen Könige. Die gesamte Anlage mit ihren Aussichtspunkten ist einfach wunderschön. Man könnte dort problemlos Stunden verbringen und immer wieder neue Ausblicke entdecken. Während unseres Spaziergangs wurde es langsam dunkel und wir konnten Budapest auch noch bei Nacht erleben. Die beleuchtete Stadt von dort oben zu sehen, war wirklich ein perfekter Abschluss des Tages. Zum Burgpalast kommt man übrigens auch mit der historischen Standseilbahn. Eine einfache Fahrt kostet ungefähr 13 €, Hin- und Rückfahrt etwa 15 €. Die Fischerbastei haben wir uns bewusst für den nächsten Morgen aufgehoben, weil am Vorabend bereits alles geschlossen hatte. Schon von außen ist dieses Bauwerk einfach
beeindruckend. Obwohl die Fischerbastei wie eine mittelalterliche Festung aussieht, wurde sie tatsächlich erst Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Sie diente nie der Verteidigung, sondern wurde als Aussichtsterrasse errichtet. Zuerst sind wir auf die kleine Aussichtsplattform gegangen. Der Eintritt kostet nur wenige Euro. Der Bereich ist zwar nicht besonders groß, aber der Blick auf die Donau und das Parlament ist einfach wunderschön. Die 7 markanten Türme der Fischerbastei stehen übrigens symbolisch für die 7 magyarischen Stämme, die Ungarn gegründet haben. Solche kleine Details finde ich immer besonders spannend. Direkt daneben befindet sich die Matthiaskirche mit ihrem außergewöhnlichen, farbenfrohen Dach aus Solnay-Keramikziegeln. Allein von außen ist sie schon ein echter Blickfang. Der Eintritt in die Kirche kostet ungefähr 10 Euro. Es gibt auch Tickets inklusive Turmbesichtigung. Wir haben uns diesmal aber nur die Kirche angesehen. Und ich muss ehrlich sagen, so eine Kirche habe ich bisher noch nie gesehen. Statt dunkler Farben erwarten einen farbenfrohe Wandmalereien und unglaublich viele kunstvolle Verzierungen. Kein Wunder, dass hier über Jahrhunderte hinweg ungarische Könige gekrönt wurden. Anschließend sind wir zu Fuß den Hügel heruntergelaufen und später mit dem Bus zurück zu unserem inzwischen absoluten Lieblingsrestaurant gefahren, Mensa Etteren. Eigentlich wurde es uns von der Freundin meiner Schwester empfohlen und am Ende waren wir während unserer Reise gleich 3-mal dort essen. Das Essen war jedes Mal hervorragend, die Preise fair und der Service immer freundlich. Für uns definitiv eine klare Empfehlung. Am Abend sind wir mit der Metro von der Station Opera Richtung Széchenyi Heilbad gefahren. Übrigens fährt dort die älteste U-Bahn des europäischen Festlands. Sie wurde bereits 1896 eröffnet und gehört heute sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ich fand die kleinen gelben Stationen und die historischen Züge richtig charmant. Unser eigentliches Ziel war allerdings nicht das Heilbad, sondern die nur wenige Minuten entfernte Burg Vajdahunyad. Die Burg wirkt wie ein echtes Märchenschloss. Besonders spannend fand ich, dass sie verschiedene Baustile von der Romanik über die Gotik bis hin zur Renaissance und zum Barock miteinander verbindet. Ursprünglich wurde sie sogar nur als temporäres Ausstellungsgebäude errichtet. Weil sie bei den Besuchern aber so beliebt war, wurde sie später dauerhaft aus Stein nachgebaut. Die gesamte Parkanlage eignet sich wunderbar, um einfach ein wenig spazieren zu gehen, die Ruhe zu genießen oder ein Picknick zu machen. Auf dem Rückweg dürfte natürlich auch noch eine ungarische Spezialität nicht fehlen. Kürtos Kalács, auch Baumstriezel genannt. Frisch gebacken, außen knusprig, innen weich und herrlich duftend. Ein perfekter Abschluss unseres Tages. Lieber Budapest, du hast dir einen festen Platz in meinem Herz erobert. Ich weiß jetzt schon, dass ich irgendwann wiederkommen werde. Wenn ihr Fragen zu unserer Reise habt oder selbst schon einmal in Budapest wart, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Reisevideo gefallen. Tschüss
und bis zum nächsten Mal.